Hallo meine Lieben, heute werde ich euch zeigen, wie ihr mit der Cricut Joy und Stencil Material eure eigenen Schablonen erstellen könnt und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Den Stencil, den wir heute machen werden, das ist so eine mit Hundepfoten. Ich mache das gerne, um meine Kartenhintergründe zu gestalten, und so kann ich wirklich wunderbar meine Fantasie freien Lauf machen und einfach das machen, was ich Lust drauf habe, indem ich eben meine eigenen Stencils machen kann. Die verwende ich dann zusammen mit einer Blending Brush und Pigment-Stempelkissen und kann dann so einen Hintergrund gestalten. Und die Karte, die wir heute machen damit, ihr seht hier diesen Hintergrund, habe ich ganz einfach mit diesem Stencil gemacht und das ist die Karte. Und ich würde sagen, wir legen los. Um die Schablone zu machen, habe ich schon mal was vorbereitet, und zwar will ich hier so eine Schablone haben, um den Hintergrund von Karten zu gestalten. Meine Karten sind immer 14,8 x 10,5 cm und die Auflagekarte jeweils ist 10 cm x 14,3 cm und deshalb habe ich mir als Orientierung hier so ein Langeck gemacht, damit ich weiß, wie groß das sein soll. Das ist das Langeck, und das andere, was ich gemacht habe, ich habe hier einfach Pfoten, also so ein paar Pfoten gemacht und die dann einfach dupliziert und so hier über die Seite verteilt, so dass es aber innerhalb von diesem Rahmen ist. Und was ich gemacht habe, ich habe das alles markiert, nur nicht den Rahmen, und habe hier unter Aktivitäten das Ganze verbunden, so dass das eine quasi Datei ist. So, jetzt zum Plotten brauchen wir diesen Hintergrund nicht, und deshalb blende ich den hier aus und habe nur noch die Pfoten. Und jetzt können wir eigentlich auch schon ans Plotten gehen. Das heißt, ich gehe hier auf Herstellen und dann auf Schneidematte. Dann zeigt es mir das an. Ich mache das hier, weil ich habe extra eine Schablone geschnitten, die etwas größer ist, weil zum Blenden ist es ja gut, wenn ihr immer so ein bisschen Überstand habt. Also das ist die Größe von der Auflagekarte, und dann habe ich hier oben und unten wunderbar Platz, um die dann auch festzumachen. Von dem her habe ich die Schablone extra so groß gemacht, wie ich hier die Matte habe. Und jetzt macht es natürlich Sinn, dass ich das ganze Design hier eher in der Mitte platziere. So in etwa. Gut, dann weiter. Jetzt muss ich noch kurz meine Joy verbinden. Und jetzt habe ich mir effektiv schon ein Stencil Material angelegt. Ich zeige euch kurz, wie ich das gemacht habe. Ich bin hier auf alle Materialien gegangen, auf die Einstellung, habe dann gesagt Plus und habe, ich nenne es jetzt Test, aber das wäre jetzt Stencil, ne? Hinzufügen. Und jetzt kann ich hier hingehen und den Schneiderdruck anpassen. Und so also ich habe das Stencil Material von Silhouette, und da habe ich gemerkt, dass es am besten funktioniert, wenn ich einen Druck von 250 habe. Also kann ich hier hochgehen auf 250 und das sichern. Und so habe ich ein Material, was ich dann, wenn ich hier hingehe, habe ich hier, seht ihr, Test. Dann könnt ihr das jeweils hier auswählen. Wie gesagt, ich habe schon ein solches Material gemacht und deshalb nehme ich dieses Stencil Foil. Dann sagt er mir, was ich machen muss. Von wegen, ich muss das Blade wählen. Das ist hier schon drin, das habe ich schon gemacht. Und als zweites sagt er mir, ich muss die Matte draufbringen. Hier diese Schutz nicht wegschmeißen. Den braucht ihr jeweils, um das aufzubewahren. Und jetzt bringe ich dieses Stencil hier auf die Matte drauf.
möglichst gerade gerne. Und jetzt kann ich dem die Matte geben. Der hat geguckt, hat er genug Material, um das zu schneiden? Hat er. Und jetzt kann ich sagen, los. Wenn er fertig ist, sagt er mir das, dann kann ich sagen auswerten und er gibt mir die Matte. Dann sind wir hier auch schon fertig. Das heißt, die Cricut kann weg und das iPad kann auch weg. Und jetzt kann ich hier wunderbar das von der Matte lösen. Teilweise bleiben die auf der Matte drauf. Dort, wo sie es nicht tun, müsst ihr die halt kurz alle rauslösen. Aber mit diesem 250er schneidet es wirklich gut. Also von dem her müsst ihr nur so ein bisschen gegendrücken und von hinten schiebe ich das dann jeweils einfach weg. So, ich konnte hier die Teile wunderbar alle rauslösen. Und das, was hier drauf ist, das geht dann jeweils am einfachsten, wenn ihr so einen Spaten habt oder Rakel habt oder wie auch immer man das nennt. Dann könnt ihr die hier wunderbar von lösen. Das mache ich, wenn ihr mir nicht zuguckt. So, und jetzt können wir eigentlich schon rangehen und hier den Hintergrund gestalten. Ich mache das jeweils so, ich habe so Blending-Bürsten, ich habe Pigment-Stempelfarben, mit denen funktioniert das eigentlich am besten. Und ist auch mit den Pigmentfarben, könnt ihr das nachher wunderbar einfach entweder mit einem Baby-Wipe oder einfach mit Wasser abspülen und dann habt ihr wieder eine wunderbar saubere Schablone. Wenn ihr wollt, könnt ihr das jeweils auch noch mit einem Klebestreifen befestigen. Machen wir vielleicht sicherheitshalber. Jetzt seht ihr auch, warum ich das ein bisschen größer gemacht habe als das Papier. Weil jetzt kann ich wunderbar das hier einfach ausrichten, so wie ich das haben will. Dann drehe ich das ganz einfach um und mache hier das Papier an der Schablone fest. Und dann hält es auch und verrutscht mir nicht. Und jetzt kann ich ganz einfach eben diese Pigmentfarbe nehmen, das Blending Tool und hier anfangen zu blenden. Da könnt ihr natürlich die Farbe nehmen, die euch am besten gefällt. Vielleicht jetzt Hundetatzen sind in der Regel nicht grün, aber ich habe eine schwarz-weiße Karte, wo ich relativ wenig Farbe habe und habe extra so gestaltet, dass eben dann der Hintergrund mehr noch zur Geltung kommt. Dann könnt ihr gucken, wie ihr es haben wollt. Wollt ihr eine gleichmäßige Verteilung oder ihr könnt auch irgendwo an Stellen ein bisschen mit weniger Farbe hingehen, also wie euch das am besten gefällt. So, genau. So schnell ist ein Hintergrund gemacht. Und jetzt kann ich das wieder lösen. Die Schablone kann ich jetzt ganz einfach mit warmem Wasser abspülen und dann ist die wieder sauber. Jetzt, damit ihr nicht nur die Schablone seht, sondern auch ein fertiges Projekt habt, zeige ich euch hier kurz, was ich damit mache. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich habe eine Karte, die hier drunter geht, um ein kleines bisschen Dimension zu machen. Eben wie gesagt, die hier ist 14,3 mal 10 cm. Und da habe ich einfach hier 14 mal 9,5 cm gemacht, damit die ein bisschen kleiner ist als die Auflagekarte. Die Basiskarte bei mir wie immer ist 21 cm mal 14,8 cm und gefalzt bei 10,5 cm. Dann habe ich mit solchen Kreisstanzen Kreise ausgestanzt, und zwar 3 an der Zahl. Ich habe hier mit diesem Stempelset etwas gestempelt. Hold your ear stiff, finde ich ganz witzig. Das sind so Stempelsets von wegen,
wie wir deutsche Schweizer Englisch sprechen würden. Ich finde das so cool. Ne? Very big cinema. Wirklich so das Deutsche ins Englische übersetzt. Finde ich super witzig. Dann habe ich hier eben die Labelstanze genommen, um hier 3 davon auszuschneiden. Hier einfach, damit es ein bisschen mehr Dimension gibt. Ich habe auch für hinter diese Kreise noch jeweils 3 Kreise mit einer 3,8er Handstanze ausgestanzt. Und gestempelt habe ich das Ganze hier mit diesem Set. Ich finde das super witzig mit diesen Katzen und Hunden, die alle leicht verpeilt gucken. Und da habe ich effektiv auch die Stanzformen dazu. Und so konnte ich die dann auch ausstanzen und jeweils noch 2 weitere Elemente, damit ich hier auch Dimension schaffen kann. Und damit ihr seht, so wie dieses Blenden aussieht. Ne, ich habe hellere Stellen hier. Das ist da, wo ich weniger, also man kann mehrmals ja drüber gehen. Das ist hier die ganz dunklen Stellen, aber ich finde das eben wirklich richtig, richtig schön, weil ich so ein Spiel drin habe. Es sieht nicht aus wie gestempelt, sondern es hat ein wunderschönes Blending hier auch drin. Also ich finde das richtig cool. So, jetzt bin ich still und bastle das Ganze noch zusammen, damit ihr dann auch das Endresultat seht. Et voilà, so sieht die fertige Karte aus und ihr seht, wie super einfach ihr einen witzigen Hintergrund gestalten könnt. Ihr seht, ich habe mit den Copics hier Akzente gesetzt, damit es dann hier mit dem Hintergrund zusammenpasst. Vielleicht hier noch ein kleiner Tipp. Ihr seht, die hat jetzt einen leichten grünen Schimmer und das ist, weil ich die erst jetzt geputzt habe. Also da wirklich, wenn ihr fertig seid mit Blenden, macht die gleich sauber, dann kriegt ihr die auch wunderbar wieder ganz sauber, aber das tut dem nichts. Also es ist, selbst wenn da ein bisschen Rückstand drauf ist, ihr könnt da wunderbar mit der nächsten Farbe drüber blenden. Das funktioniert super. So, und das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Infos waren hilfreich für euch. Wenn dem so ist, dann drückt auch gerne auf den Like-Button. Und ich hoffe natürlich, dass ihr ganz viele Ideen habt, wie ihr selber solche Schablonen gestalten könnt. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!